Ja, servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe hier heute neben einem absoluten Traumwagen, und zwar dem Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé. Ein Wahnsinnsauto, und ich möchte euch heute ein bisschen was zum Thema Optik, zum Thema Sound, aber auch zum Thema Innenraum zeigen. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns vom www.derautotester.de hier auf YouTube. Macht gerne die Glocke an und abonniert den Kanal, oder auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Gebt da uns auch ein Abo, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit und wir fangen jetzt mal mit der Optik an. Hier vorne angekommen, schauen wir dem Porsche ins Gesicht und sehen, dass er brutal breit dasteht. Wir haben hier einen Turbo S, das heißt, alle Elemente sind hier im Schwarz. Wir haben hier den Kühlergrill im Schwarz, wir haben ja auch nochmal so eine Jalousie, die auf und zu klappt, je nachdem, wie der Motor gekühlt werden muss. Hier unten haben wir nochmal eine Lippe, die finde ich sehr schön und sieht sportlich aus. Und wir haben hier LED-Scheinwerfer bzw. optional Matrix-LED-Scheinwerfer. Die finde ich besonders schön, weil sie hier eben diese 4 Elemente haben. Und hier unten auch nochmal das Tagfahrlicht, was wirklich gut aussieht. Wenn wir weiter ums Auto rumgehen, stehe ich hier, erstmal vielleicht hier oben im Profil. Das Auto ist 1,65 Meter hoch. Ich bin 1,64 Meter groß. Das ist wirklich irgendwie witzig und riesig. Breit ist es fast 5 Meter oder lang, nicht breit, fast 5 Meter. Wenn wir schon von groß sprechen, wir haben hier 22 Zoll drauf. Die sehen schon ganz schön geil aus, finde ich. Und was noch geiler aussieht, ist hier dieses Grün. Exitgrün, Acidgrün, Axidgrün, sagt mir, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Dann haben wir hier nochmal E-Hybrid in der gleichen Farbe. Wir haben hier die Spiegelkappen auch in Wagenfarbe lackiert. Hier haben wir übrigens so ein sehr schönes Grau Metallic drauf. Kostet keinen Aufpreis extra. Finde ich, passt gut zu dem Auto und ist halt ja, für so einen Luxushobel eigentlich auch schön edel und irgendwie ein Understatement-Farbe. Dann haben wir hier nochmal das Silberpaket drauf, das heißt, wir haben hier eine silberne Umrandung noch. Wir haben hier oben, man sieht es nicht genau, ein Panoramadach. Von außen sieht es schwarz aus, ich zeige euch das später von innen. Dann haben wir hier an der Seite einen Spoiler und hier auch nochmal so einen kleinen Mini-Bürzel-Spoiler. Das sieht wirklich schön aus, und wie ihr seht, hier haben wir eben dieses Coupé und diese herabfallende Dachlinie. Wenn wir uns das Heck anschauen, für mich meistens die Schokoladenseite, sehen wir jetzt hier diese durchgehende Leuchte. Schaut mal, die ist wirklich cool. Dann steht hier drunter Porsche in groß. Wir haben das Cayenne Turbo S hier nochmal. Und dann haben wir hier unten die Sportauspuffanlage für 3.000 € drauf. Schaut da mal rein, genau. Und da würde ich sagen, zeige ich euch jetzt gleich mal den Sound. Und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und was sagt er? Ich finde ihn wirklich gut, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Weiter geht's mit dem Herzstück, und zwar dem Motor. Und ich mache euch mal die Motorhaube auf. Kommt mal mit. Und wenn wir von Herzstück sprechen, geht mir hier auch das Herz auf, weil wir haben nicht nur eines, sondern 2 Herzen. Wir haben hier einen E-Motor drin mit 136 PS bzw. 100 kW, weil es handelt sich ja hier um Plug-in-Hybrid. Und wir haben hier einen 550 PS starken 4 Liter V8 Benziner.
Das heißt, insgesamt bringen diese zwei Motoren 680 PS auf die Straße bzw. 900 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit ist der Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé der stärkste im VW-Konzern. Zumindest was die PS-Zahl angeht, hat nämlich 30 PS mehr als beispielsweise der Lamborghini Urus. Wir haben hier eine Maximalgeschwindigkeit von 295 Kilometer. Wir haben hier einen Normverbrauch von 5 Liter. Wenn wir aber ehrlich sind und auch die Batterie leer ist, sind wir da locker bei 18 Litern, wenn wir da richtig das Pedal durchdrücken. Und wir haben hier eine rein elektrische Reichweite von angegeben 40 Kilometer. Ich glaube aber eher, dass es 35 bzw. 37 waren. So war es zumindest in unseren Tests. Weiter geht es mit einem praktischen Punkt, und zwar dem Kofferraum. Den zeige ich euch jetzt mal. Ich mache den mal auf. Natürlich haben wir hier eine elektrische Heckklappe und wir haben jetzt 440 bis 1500 Liter Volumen. Das reicht vollkommen aus. Hier drüben haben wir auch noch das Luftfahrwerk, was wir hoch und runter fahren können. Dann haben wir hier eine Ladesicherung. Das ist so eine kleine Begrenzung. Schaut mal, da drücke ich einfach drauf und die kann ich dann so rausholen, beziehungsweise dann auch in den Schienen verschieben. Und hier hinten, ich mache das mal weg, haben wir diverse Stecker. Ich zeige die euch jetzt mal. Die sind für das Laden. Hier haben wir jetzt 2 Stecker. Wir haben einmal einen für die normale Steckdose, wir haben aber auch fürs Schnellladen Stecker. In der normalen Steckdose kann man daheim in 8 Stunden vollladen. An schnelleren Ladestationen dauert es dann zwischen 4, je nach Schnelligkeit, oder auch 2,5 Stunden. Und ich zeige euch jetzt noch, wo das geht. Und zwar hier. Zack, da ist die Öffnung. Ihr kommt jetzt mal mit, denn ich zeige euch jetzt noch die Rückbank. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich saß jetzt noch nicht in so vielen großen Luxusschlitten, aber ich saß noch nie in einem Auto, in dem ich so viel Platz da hinten hatte. Kommt mal mit, rutscht mal mit mir da durch. Hier übrigens super schön die Einstiegsleiste Cayenne. Und ihr seht, ich habe hier massiv viel Platz. Ich habe nach vorne hin wirklich super viel Platz und ich habe hier mindestens 2 Fäuste auch nach oben Platz. Sonst kann ich nur kurz zusammenfassen, dass hier hinten die Materialien wahnsinnig gut verarbeitet sind. Wir haben hier nur höchste Qualität, vom Leder bis hin zum Alcantara-Leder hier oben an der Decke. Wir haben hier noch eine schöne Durchreiche mit so 2 Cup-Holdern. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein kleines digitales Display. Das ist jetzt gerade nicht an, aber da können wir die Klimaautomatik einstellen bzw. die Luftdüsen. Meiner Meinung nach lässt es sich hier echt gut aushalten. So, und jetzt möchte ich euch noch kurz was zum Innenraum erzählen. Und zwar haben wir hier, genauso wie auch schon auf der Rückbank, die gleichen schön wertvollen Materialien. Wir haben hier vorne 2 Oh-Shit-Handles, die stechen sofort ins Auge. Die sind auch irgendwie sehr schön designt, genauso wie in den Türen dann auch nochmal Griff, an dem man sich festhalten kann. Ich weiß nicht, was die meisten mit so einem Auto hier vorhaben, aber es sieht auf jeden Fall nicht gemütlich aus. Was da hingegen aber gemütlich ist, sind die Sitze hier. Die haben hier so ein ganz helles, schönes Leder. Die haben eine Belüftung, aber auch eine Heizung, die man hier vorne einstellen kann. Hier kann man das dann an den Knöpfen machen und auch gleichzeitig. Das heißt, man kann gleichzeitig lüften und heizen. Auf jeden Fall interessant. Dann haben wir hier in der Kopfstütze das Porsche-Zeichen nochmal drin. Das kostet extra. Wir haben einen guten Seitenhalt, würde ich jetzt sagen. Nicht so einen guten Seitenhalt wie in meinem Macan-Video. Da könnt ihr gerne oben die Infokarte anschauen und euch das Video mal ansehen. Da fand ich die Sitze ein bisschen besser. Da hatten wir aber auch die Sportsitze drin. Und sonst ist es hier drin wirklich alles sehr hochwertig. Hier oben ist auch nochmal der Alcantara-Himmel. Den seht ihr jetzt auch nochmal von hinten. Der ist wirklich schön. Ich stehe auch auf dunkle Himmel. Was ich hier besonders gut finde, ist, dass wir eben das Panoramadach haben. Das ist hier bei serienmäßig drin in dem Turbo S. Hier vorne das Lenkrad ist in einem Glattleder, sieht schön aus. Wir haben hier auch die Porsche-typischen, ich nenne es mal Spangen mit den Schrauben drin. Hier unten haben wir dann einen Drehregler für die Modi, die sieht man dann hier vorne. Das heißt, wir haben hier Hybrid. Damit starten wir meistens und das Auto entscheidet dann für sich, ob der E-Motor hinzugeschaltet wird oder eben der Benziner. Dann haben wir Sport, wir haben Sport Plus und wir haben E-Power. Wir haben hier sonst in der Mitte noch ein analoges Rundmeter und rechts und links jeweils 7 Zoll großes digitales Mini-Cockpit oder einen kleinen Bordcomputer. Ich spiele das mal kurz mit euch durch. Wir haben hier beispielsweise die Navigation, wir können das Tempolimit einblenden lassen, wir können Sicherheitssysteme wie den Abstandsregeltempomat einblenden lassen, können aber auch den Hybridassistenten uns ansehen. Der gibt uns dann Angaben, wie lange wir noch beispielsweise rein elektrisch fahren können.
Und auf der anderen Seite haben wir jetzt beispielsweise diesen G-Kraftmesser. Ich bräuchte sowas nicht, wenn ich ehrlich zu euch bin, aber ich glaube, so richtige Freaks, die sich so ein Auto kaufen und auf die Rennstrecke gehen, brauchen das. Genauso wie hier vorne ein Chronomesser. Wir haben hier vorne auch noch das Chronopaket, also die obligatorische Porsche-Uhr. Und wir haben hier noch den Boost-Assistenten drin. Was ganz interessant ist auch diese Übersicht hier vom E-Verbrauch. Das heißt, wir sehen hier, wie viel kW pro Stunde hier verbraucht werden. Hier in der Mitte haben wir dann das 12,3, ist es glaube ich, 12 Zoll große Display auf jeden Fall. Wir haben hier auf der Home-Liste eine Shortbar-Liste mit den wichtigsten Dingen. Können wir uns beispielsweise das Radio, unser Lieblingsradio reinmachen, die letzten Ziele. Wir haben hier das Navigationssystem, das zeige ich euch nochmal, das gefällt mir wirklich gut. Das kann man auch so rein und raus zoomen. Hat hier oben auch so einen süßen Himmel, also ist grafisch auch sehr schön dargestellt. Dann haben wir hier Media nochmal, unser SWR 2 Lieblingsradio. Können hier aber auch Favoritenlisten führen, wo wir dann unsere Lieblingsradios hinzufügen. Hier kann man natürlich ganz einfach das Telefon auch verbinden. Wir haben hier noch Informationen zum Auto. Können natürlich auch, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, wir sitzen natürlich hier auch in einem Offroad-Auto bzw. einem Geländewagen. Merkt man eigentlich gar nicht bei dem ganzen Luxus hier überall, aber es ist auch ein Offroad-Auto. Wir haben hier für verschiedene Bodenbeschaffenheiten noch Dinge, die wir einstellen können. Wir haben hier nochmal eine Einstellung zur Klimaanlage, das heißt, man kann genau bestimmen, von wo kommt der Luftstrom, wie stark soll dieser sein. Und hier unten haben wir dann nochmal eine Übersicht über diese ganzen Dinge, die ich euch gerade gezeigt habe, aber nochmal mit Knöpfen. Das heißt, für alle die es digital nicht so mögen, haben sie hier nochmal so halbdigitale Knöpfe, die man drücken kann. Es gibt so ein bisschen haptisches Feedback und damit komme ich halt eben nochmal auf die ganzen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier vorne haben wir dann noch den Gangwahlhebel mit der 8-Gang-Wandlerautomatik von ZF. Nebendran haben wir dann nochmal so 2 kleine Displays, wo man sich dann mit so einem kleinen Toggle, nenne ich es jetzt mal, die Temperatur bzw. die Stärke des Luftstroms einstellen kann. Hier haben wir, wie ich euch schon gezeigt habe, die Einsetzung für die Sitze bzw. für die Sitzbelüftung und für die Heizung. Und hier unten haben wir nochmal das ESC, was wir ausmachen können, bzw. die Stabilisierungsfunktion. Und wir haben hier nochmal das Fahrwerk, was wir anpassen können. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier bei K die verschiedenen Fahrmodi. Die habe ich euch ja gerade schon an dem Lenkrad gezeigt. Wir können hier aber auch die Abgasanlage, also die Klappe auf und zu machen. Wir können auch den Spoiler ein- und ausfahren. Da kriegt ihr ein Schnittbild oben drüber. Und wir können hier das Fahrwerksniveau einstellen. Und zwar geht es tief, mittel, hoch oder eben fürs Gelände. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was zum Thema Fahren bzw. Night Drive und möchte euch mal zeigen, deswegen ist das Licht hier oben gerade noch an, wie das Ganze hier im Dunkeln aussieht. Ich mache jetzt mal das Licht aus und schaut mal, so sehen dann die ganzen Displays aus, wenn es dunkel ist. Ich finde, es ist immer irgendwie wichtig, weil ja, spätestens im Winter ist es dann schon um 17 Uhr dunkel und dann sollte man doch wissen, wie der Traumwagen dann auch nachts aussieht. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Wir sind jetzt im Drive drin und wie ihr hört, hört ihr nichts, weil wir jetzt rein elektrisch losfahren. Und das machen wir jetzt mal. Ich muss noch Park raus und dann hört ihr nichts, was wirklich krass ist. Und der E-Motor fährt bis maximal 135 km/h rein elektrisch, hat wie gesagt eine rein elektrische Reichweite von 40 Kilometer und man hört dann, wenn der Verbrenner zugeht, sobald man eben hier diesen Widerstand nicht mehr spürt, wenn man nämlich aufs Gas tritt und dann hört man es spätestens. Ich mache das jetzt mal und zack, hört das? Da ist das, der 550 PS Motor und knallt dann doch schon ganz schön voraus. Wir sind hier in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und wir sitzen hier richtig hoch, sind aber in einem Sportwagen, also es ist eine ziemlich verrückte Mischung. Dann haben wir hier verschiedene Modi drin. Ich bin jetzt gerade im E-Modus, das ist der rein elektrische Modus. Der H-Modus ist der Hybrid-Modus. Da entscheidet das Auto selbst, wann eben der E-Motor zugeschaltet wird, beziehungsweise der Verbrennermotor. Wir haben hier noch den S-Modus, also den Sportmodus, und wir haben den S-Plus-Modus, wo dann eben der Verbrenner die ganze Zeit sich reinschaltet. Wir haben ja auch ein Head-Up-Display, das ist optional dabei. Mir gefällt es gut, ich habe das immer gern, weil man dann nicht die ganze Zeit in die Displays gucken muss, beziehungsweise schauen muss, wie schnell man jetzt fahren kann. Und man wird vorne eben auch gewarnt, wenn man zu schnell fährt, was gar nicht so schlecht ist bei der Kiste hier. Ich zeige euch jetzt mal noch den Rückwärtsgang. So geht er rein und den Rückwärtsgang zeige ich nicht, sondern die Rückwärtskamera. Und hier können wir dann uns auch noch eine Panoramasicht anzeigen lassen.
die sehr gut ist, und aber auch die Seite, dass wir eben die schönen Felgen da draußen nicht kaputt fahren. Und wir haben hier nochmal die Möglichkeit, die Kamera zu reinigen, was wirklich ganz witzig ist. Jetzt fahren wir nochmal weiter und ihr hört, ich bin im Sport Plus Modus und der Sound ist wirklich cool. Also das Ding macht wirklich was her, aber was erwartet man auch bei einem 206.000 Euro Auto? Dann beschleunigen wir jetzt nochmal durch. Ich bin jetzt hier auf 0, Lenkrad ist gerade und dann drücke ich jetzt einfach mal das Gas durch. Und zack, sind wir auf 100. Alter Vater! Mir wäre das Geschoss ehrlich gesagt zu scharf, aber falls ihr Bock drauf habt, euch mal anzuschauen, wie der Jan damit gefahren ist, der kann nämlich auch deutlich schneller und besser Auto fahren als ich, dann schaut gerne mal ins große Review. Ich blende euch oben die Infokarte ein und dann würde ich sagen, ich drücke noch ein bisschen aufs Gas und ja. Das war sie also, meine kleine Übersicht über den Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid Coupé. Sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist es ein absoluter Traumwagen. Der Sound ist wirklich gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Optik gefällt mir gut. Man hat sehr viel Platz. Ja, und die Leistungsdaten sprechen für sich. Es ist einfach der stärkste SUV im ganzen VW-Konzern. Es gibt leider auch ein paar Kritikpunkte. Wir haben einerseits eine sehr niedrige elektrische Reichweite, meiner Meinung nach. Die könnte ein bisschen höher sein, dass man länger oder weiter elektrisch fahren kann, und natürlich leider auch der Preis. 206.000 Euro habe ich nicht auf der hohen Kante, so viel werde ich wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 4-5 Jahren verdienen, vor allem nicht zu viel haben, deswegen ist es leider für mich persönlich ein viel zu teures Auto. Ich hoffe euch da draußen, dass ihr es euch leisten könnt oder irgendwann mal im Lotto gewinnt. Ihr wart jetzt hier bei www.derautotester.de, eurem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid Coupé testenden Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an und gebt uns ein Abo, sondern auch auf Instagram, TikTok und Facebook. Falls ihr noch mehr Bock oder auf ein längeres Review habt, dann schaut auch gerne beim Jan vorbei. Ich blende euch oben die Infokarte vorbei, der hat ein ausführliches Review dazu gemacht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde.